Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Wie könnt ihr eine Sarabande schön spielen und an den richtigen Stellen betonen? Das hat sich auch meine Schülerin Sabrina gefragt und mit ihr habe ich eine Sarabande von Arcangelo Corelli im Unterricht durchgenommen und ihr könnt euch heute daraus Ausschnitte anhören. Hallo, guten Morgen, liebe Morgen. Sabrina. Hi. Alles klar? Bei mir ist alles klar. Sehr schön, bei mir noch, ne? Es bleibt doch. Genau. Also heute habe ich vorbereitet den dritten Satz von der Sonata A-Moll von Corelli und es ist die Sarabande. Ja. Und dann spiele ich vor und dann schauen wir mal, ob ich das berücksichtigt habe, was wir letztes Mal besprochen haben. Genau. Und was hatten wir schon besprochen? Worauf sollte man achten? Das Tempo, die Betonung, die Artikulation, also damit man raushört, was eine Sarabande ausmacht, ist ein Dreivierteltakt. Also Dreivierteltakt, genau. Und die Betonung, es ist ja, also es steht in Largo Cantabile. Mhm. Was heißt Largo Cantabile? Ja, Cantabile, dass es singbar ist, ne? Gesanglich, also, ja. Gesanglich, genau, schon. Also gesanglich, genau. Nicht zu schnell. Und genau, dass man weiß, wie es gedacht ist. Also singbar. Und dann schauen wir mal. Du hast ja schon die Betonung erwähnt, ne? Noch ganz Ja, kurz. eben. Was sind dann so typische Betonungen bei einer Sarabande? Also sie ist im Dreivierteltakt. Ja. Ja, hier ist ein Dreivierteltakt. Genau, also die Betonung eben nicht nur auf der 1, wie ganz klassisch nenne ich mal, oder genau, sondern auch die 2, dass die eine betonte Zählzeit ist. Genau. Und die muss man raushören. Also vor allem in bestimmten Takten, nämlich in welchen Takten ist das ganz deutlich mit der Betonung auf der zweiten Zählzeit? Also bei den, ich denke halt da, wo auf alle Fälle, es sind ja dann bei den punktierten Vierteln. Genau. Ja, super, super. Und das ist ja gleich, du kannst jetzt sofort loslegen, ich halte dich jetzt nicht länger zurück, aber das ist ja gleich im ersten Takt auch schon der Fall, ne? Ja. Mit der Betonung auf der ersten und der zweiten Zählzeit. Und du hast auch das Tempo erwähnt, also Gemach, Gemach, ruhiges Tempo. Genau, ja, genau. Im Verlauf der Stunde wird das Tempo meistens langsamer, ne? Drossel dich ein bisschen. Ja, genau, genau. Aber du kannst dich jetzt selber schon mal so ein bisschen drosseln, indem du dir Zeit nimmst zum Einatmen, bevor du anfängst. Ja, und auch ausatmen. Genau, und stell dir vor, wie langsam das Stück geht, wie es klingen wird. Stell dir das kurz vorher vor und dann bist du auch schon im richtigen Modus. Ne? Mhm. Sehr schön, ja. Kannst du dich noch erinnern, wie der Bass von dem Stück geht, was der macht? Du hast ja auch die Partitur, ne? Ja, natürlich. Ich Was macht der Bass im Stück? Ja, also normalerweise spiele ich ihn auch vor, manchmal dann hat man besser im Kopf.
Ja. Aber kannst du dich erinnern, welche Bewegung der Bass hat? Also wie Ja, das ist ein die Achtel, ja. Genau. Da muss ich mich bloß reinfinden. Das ist das immer mit dem. Der geht in konstanten Achtelnoten. Und du, was spielst du für Notenwerte? Ja, mehr, also ja, wahrscheinlich, punktierte, ne? Ja, aber ich meine, hast du auch viele Achtelnoten? Besteht da Nee, das meiste sind ja deutlich längere, ne? Also genau. Viertel oder Genau. Viertel, genau. Jetzt, wenn du dir vorstellst, du musst auf jeder deiner Viertelnoten 2 Achtelnoten vom Bass unterbringen. Der Bass muss die Zeit haben, diese Achtel zu spielen. Ja, dann spiel das mal so, dass du dir den Bass dazu vorstellst. Vielleicht mal nur die ersten 4 Takte. Ja. Ja, okay. Ja, das war also, was ich weiß, was garantiert hilft, also kannst du die ersten 2 Takte mal spielen auf dem Cembalo? Mach das, ich bin so ein auditiver Typ, ja. Genau, also das wollte ich jetzt auch machen, aber ich wollte erst mal abwarten, ob du das selber dir vorstellen kannst. Nee, schwer. Wenn ich es vorher höre, dann geht es gut, aber so aus dem Stegreif, wenn ich dann nervös bin, schwer. Ja. Gebe ich zu. Ja? Ich probiere es, ne? Jetzt nochmal mit dem Bass im Kopf. Ja, ich habe, ja. Ja, sehr schön. Also man hat jetzt gemerkt, dass du den Bass berücksichtigt hast. Was man jetzt wirklich hören konnte und mitfühlen konnte, dass du, wenn wir mal den Anfang nehmen, da hast du ja eine Viertelnote E, da sind 2 Achtel drunter. Dann kommt eine punktierte Viertelnote A. Wie viele Achtel sind da drunter? Ja, bei der punktierten Viertel 3. 3, also, genau, 3, ja. Ja, da müssen 3 Achtel reinpassen. Ja. Und bei der halben Note? Ja, 4. 4, genau. Und jetzt hast du die auch gespielt. Davor warst du ein bisschen geeilt an der Stelle. Ja. Ne? Genau. Was wir jetzt ganz am Anfang gesagt hatten, dass die Sarabande immer diese komische Betonung hat auf der zweiten Zählzeit. Ne? Das könnten wir jetzt mal ausprobieren mit einer Stelle im zweiten Teil. Da geht es nämlich wunderbar zu üben. Ja. Und zwar im 8. letzten Takt. Ne? Genau, da mal anfangen und da hast du, warte mal, das ist E. Da hast du Tiam, Pa, Di, Tia, Di, Dam. Und dann hast du Tiam, Pa, Di, Di. Da kannst du das gut betonen. Ne? Würdest du mal bitte diese 4 Takte spielen und dann stopp. Also ich mache es wahrscheinlich, ich muss noch ein paar Mal probieren. Ich glaube, ich mache es jetzt noch falsch, dass ich zu sehr mit dem Atem mache. Ne? Glaube ich fast. Kann es sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich würde es fast sagen. Sag mal so, wie würdest du es denn theoretisch machen müssen? Oder wie kann man es machen? Ja, genau, mit der Zunge, ne? Was müsstest du mit der Zunge oder könntest du mit der Zunge machen? Also von Tüdü oder sowas, ne? Also man könnte dann die oder der Anstoß selber, wie lange man den sozusagen, ich hoffe, das ist kein Blödsinn, ne? Wie lange die Zunge dann an den Schneidezähne dann anschlägt und wie lange die Zunge das auch hält. Das ist mir beim Üben ein paar Mal aufgefallen und bei der Aufnahme. Die Töne sind zwar angespäht, aber nicht sauber durchgehalten in der Höhe, sondern abgehakt. Das ist wie wenn ich ein Wort nicht komplett ausspreche. Ja, genau, das ist richtig. Ja. Artikulation ist ja nicht nur der Anfang des Tones und das, was du gesagt, kann man Tü oder Dü zum Beispiel machen, sondern ist auch die Länge des Tones. Ne?
Genau, und da bei der Zählzeit, wenn man sowieso manchmal zu sehr abhackt, bei der Zählzeit 2 gucken, dass es da eben nicht so ist, ne? Dass man dann. Okay. Probier mal, so ganz ist mir noch nicht klar, wie du es genau meinst. Mach nichts, du erklärst mir das. Ja, Nicht mal so deutlich. Ja? Genau, heranwagen. Ja, also jetzt ging es um die Dauer des Tones, des zweiten Tones. Ne? Genau. Ja, ich fand die Dauer gut, vor allem beim ersten. Aber ich kann jetzt noch nicht so richtig hören, dass diese zweite Zählzeit so wichtig ist. Wie könnte man das verstärken? Der Lautstärke ist ja das, was man nicht will, ne? Das lieber nicht, dann wird es direkt höher. Was hast du denn noch für ein Werkzeug statt lauter spielen? Wie kannst du es denn wichtiger klingen lassen? Also ja, ich betone es halt anders, ne? Also wenn ich ein D machen zum Beispiel, oder statt dass ich vorher die erste Zählzeit nicht gleich betone wie die zweite, dann habe ich ja auch eine Betonung, ne? Das stimmt, aber in der Sarabande ist es jetzt leider so, dass die erste und die zweite wichtig sind. Ja, aber natürlich die dritte, natürlich die drunter, dann mache ich die Nummer 3 halt, dann tue ich repräsentieren, ne? Ja. Aber warte. Ja, jetzt noch mal. Du willst was raus. Wie kannst du einen Ton auf der Blockflöte betonen, ohne dass du ihn lauter bläst? Stichwort Zunge. Ja, dass die halt präsenter, weißt du, da drauf, also wie sie da angeht, ne? So, ich kann ja die Zunge leicht antippen lassen an den Zähnen oder ich kann sie dominanter, ne? Was ich sonst mit dem Atem mache, mit mehr Druck, kann ich die Zunge machen, ne? Du sagst lauter irgendwie richtige Sachen, aber würdest du es, wenn du es betont haben willst, ich sag jetzt mal, würdest du es eher mit Der T ist betonter. T ist ja was Härteres, ist betonter. Ja, so, und wir brauchen die erste und die zweite Zählzeit. Das habe ich ja gemeint, dass ich dann Nummer 3, also ich muss 1 und 2, das ist ja das nicht nur T, sondern T. Yes. Genau, na dann probier das mal und spiel's nicht zu schnell. Denk nochmal an den Bass drunter. Ne? Der Bass muss die Zeit haben für die Achteln. Es ist sowieso ein Largo cantabile, weißt du noch? Mhm. Und dann hast du auch die Zeit, diese Betonung hinzubekommen. Das kommt noch hinzu. Ja, die erste fand ich deutlich. Die zweite war ein bisschen weich. Das klang wie Tü, ne? Also beim ersten Mal hat man 2 T's gehört. Ja, also genau. Zweimal T nacheinander. In deiner Vorstellung ist die Sarabande noch ein bisschen schneller als in meiner. Du machst die Artikulation mit zweimal T. Tü, Tü, Tü. Ja? Du kannst es noch anders unterstützen. Und zwar, wenn ich jetzt etwas ganz Wichtiges sagen will. Also du hast jetzt gemerkt, ich habe vor dem Ganz so eine Pause gemacht. Und dadurch wurde es irgendwie wichtig, ne? Ja, also mir fällt jetzt nichts Sinniges ein. Aber es kam an. Es kam an. Also dadurch, dass ich es so spät wie möglich bringe, wird es wichtig. Und das kann ich auch hinauszögern. Hinauszögern, also dass es aber gerade noch rechtzeitig ist. Ja, genau. Genau. Das kannst du hier mit der zweiten Zählzeit mal probieren. Jawohl, die erste war super. Das war richtig super. Also das hat man jetzt echt gehört. Tü, 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 ja? Ja, also du kannst das echt so spät wie möglich bringen. Jawohl, geht also, ne? Du kannst es, ja? Jetzt musst du es nur auch konsequent machen. Ja.
Also nochmal so, kannst du selber nochmal zusammenfassen, wie man das jetzt technisch machen kann, dass das wie eine Sarabande klingt an diesen Stellen? Also klingt zwar blöd, aber es beginnt dadurch, einfach vorher zweimal in der richtigen Geschwindigkeit einzuatmen, damit man richtig anfängt, ne? Dass der Kopf auf eine Sarabande eingestimmt ist. Dann die ersten beiden Zählzeiten mit T und die erste Zählzeit, die muss ja betont sein, ein bisschen vorzeitig beenden und Nummer 2, die zweite Zählzeit so lang als möglich hinauszögern. Ne? Also genau. Super, ja, richtig super. Dann würde ich sagen, an die Arbeit. Einfach Sarabande. Ja. Naja, dranbleiben, ne? Genau. Und sich nicht entmutigen lassen. Das wird. Auf jeden Fall. Also, genau, ganz einfach. Genau, sehr schön. Und manche Dinge brauchen ihre Zeit, ne? Genau. Dafür ist das Resultat dann umso schöner. Wenn ich spiele, dann ist das erste Mal immer schlechter wie das zweite Mal. Hätte ich mir vorher Gedanken gemacht, hätte ich mir das erste Spiel eigentlich sparen können, ne? Ja. Theoretisch, ja. Genau. Aber wer macht das schon, ne? Also da bist du auch bestimmt nicht die Einzige. Ist auch nicht schlimm, aber genau, so kommst du ja ein Stück weiter, ne? Ja, genau. Natürlich, das auch. Ja, Sabrina, dann vielen Dank, dass du dich getraut hast, das hier so zu machen mit mir für unsere YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder, wir zwei. Machen wir das. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch und vergesst natürlich nicht, Veras Blockflöten-Kanal zu abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!